Triggerwarnung. Die Inhalte in diesem Film enthalten verstörende Bilder von und mit Tieren. Solltet ihr empfindlich auf solche Bilder reagieren, schaut dieses Video nicht alleine. Vor einigen Wochen besuchten wir eine Location, hinter dessen Mauern sich Grausames ereignet hat, das Schweinehochhaus, welches als Prestigebau der DDR Anfang der 70er Jahre eröffnet wurde. Es bot Platz für 500 sogenannte Hybridsauen, deren Leben nur daraus bestand, möglichst viele Ferkel unter den schlimmsten und unwürdigsten Bedingungen zu gebären. 2018 wurde es nach langem Protest endlich geschlossen. Könnt ihr euch das vorstellen, in so einem kleinen Ding hier eingesperrt zu sein, euer ganzes Leben lang? Heidi ho, der Jay hat gerade das Intro fürs Tourvideo für euch gemacht. Das seht ihr woanders. Vielleicht verlinken wir es euch hier. Genau. Ansonsten sind wir vor unserem nächsten Lost Place. Vielleicht erkennen ihn die eine oder andere, der ein oder andere schon. Mega bekanntes Ding. Das ist das Schweinehochhaus. Das wird wieder mal Es wird ein ganz anderes Video als sonst, Leute. Es wird heftig. Ort mit ganz viel ekliger Geschichte. Ihr werdet sehen. Bis gleich. Das dürften doch Futtersilos sein, ne? Decksauen, Baby. Oh, irgendwie. Allein wie sich das schon liest, Decksauen, als ob die nur dafür da wäre, um irgendwas abzuwerfen. Ich will ja eigentlich auch gar nichts anfassen, so groß. Okay, krass. Hier geht's direkt los mit irgendwelchen Säulen. Desinfektions- per Essigsäure. Ja, muss ja auch alles hier sauber gemacht werden, oder? Bei so vielen Tieren. Hier geht es dann hoch. Das ist dann vermutlich der Schweineaufzug. Ist das schon ein Aufzug? Ja, könnte sein, ne? Da hinten sieht nach Büro aus. Gucken wir uns erstmal den dienstlichen Teil an und dann gehen wir zum schlimmen Teil über. So, jetzt betreten wir mal den Verwaltungsbereich. Überall Akten auf dem Boden. Das sind alles tote Fliegen. Das ganze Schwarze, seht ihr das? Bah! Das wird vermutlich meins der Büros gewesen sein. Also Leute, entweder wurde hier heftig konsumiert, wie ihr auch in den Spritzen seht, und rechts von mir liegt ein großer Haufen, den werde ich euch jetzt nicht zeigen, weil das ist echt abartig. Ich glaube, ja, wir verlassen diesen Hotspot auch mal wieder und gehen wahrscheinlich in die erste Etage. Oh Gott. Boah. Hier ist alles schon. Ja, das riecht echt muskatorisch. Oh mein Gott, wie haben die Tiere hier gehauen? Hier war die Ankunft oder die Abholung. Aber guck mal, hier sind die Aufzüge nach oben. Hier ging die ganze Maschinerie entweder los oder hier hat sie geendet. Müssen wir euch noch aufklären, welche Reihenfolge das war. Ja, wahrscheinlich sowohl als auch, ne? Anlieferung, Abtransport. Beides hier unten im Erdgeschoss stattgefunden haben. Oder vielleicht finden wir da noch Laderampen. Leute, guckt euch das mal an hier. Das ist die alte Schweinewaage. Hier wurden die dann reingeführt. Hier wird dann das Gewicht angezeigt. Boah, wie grausam, Alter. Guck mal, wie die hier eingesperrt waren. Das ist unmenschlich. Da sind wir. Ja, man atmet durch den Mund. Es ist schon ziemlich eklig und erinnert mich an die Futtermühle, in der wir mal waren, wo wirklich noch tonnenweise schimmliges und von Ratten gefressenes Zeug rumlag. Ey, guckt euch mal an, wie schmal die Dinger sind. Ja, da soll eine ausgewachsene Sau rein, also keine Ahnung. Wie stark kann man denn der Kohle Vorrang geben vor seinen Mitlebewesen? Kann man mal einen Blick da drunter werfen. Alles voller Kacke. Ja, mal grob überschlagen. Was passt denn hier rein? 2, 4, 6, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 90 Schweine, die hier in die Gehege gepfercht waren. Und da drüben geht es noch weiter. Ich glaube, das waren diese Ferkelbuchten, wo die ganzen Ferkelchen dann zusammen drin gehalten wurden. Aber ja, alles nur vergittert, harte Böden. Das ist dann ihre Spielmöglichkeit gewesen. Das ist alles gewesen, was sie hier tun können. Das ist das Spielzeug. Wenn die nicht gerade hier fixiert waren, dass sie sich nicht mal raus können. Schlimm.
Und hier ist Futter zum Beispiel für die Ferkel. Ja, Futterzufuhr rein damit, Flatschen, ganzer Haufen. Da Behälter dran, wo die was fressen konnten. Ja, und hier oben Zuleitungen für Wasser oder Nahrungsbrei. Total dünne Schläuchlein. Hier ist auch noch so eine sonderbare Kette durchgespannt. Ich glaube, das ist auch zum Kauen, ne? Ja, ich glaube, das ist auch Spielzeug. Ja, die sind noch abgekaut, ja. An so einem Ding kauen. Tolle Wurst. Ja, willkommen im Prestigeprojekt der DDR. Hier kann man so sau viele Schweine halten. Man muss sie halt nur volle Antibiotika pumpen. Und ja, viele davon sterben halt. Aber mein Gott, dafür produzieren die viel mehr als das Sterben. Also es geht schon. Das kann man machen. Aber ist halt eine Sauerei. Fütterung im Einklang mit der Natur. Ja, nur die Haltung halt sonst nicht. Schön. Haben sie wenigstens etwas Natur bekommen, ne? Ja, hier ist noch irgendwie Chemielager, Holzlasur. Ja, was das für Nöppel sind, die lagen da vorhin auch schon rum. Hier sind ganze Pakete davon. Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Ich vermute, dass es für die Muttersäulen ist, um das quasi auf die Milchsitzen drauf zu machen, damit die Babys nicht säugen können. Oder weniger oder nicht beißen oder verletzen. Irgendwie sowas. Aber schreibt es gerne rein, die Landwirte unter uns. Jo, Multivit, Zusatz, Mineral, Passion for Farming, ja, ist klar. Futter, Säure, Klecks. Guck da, Passion for Farming. Wie schön ironisch. Das hat doch nichts mehr mit einer Farm zu tun, Leute. Das ist doch einfach nur Massenbetrieb, Industrie. Ja. Das erste OG. Oh je. Chemisch. Oh ja. Stahl nach Chlor. Ist das klar? Kann ich nicht beurteilen. Ja. Farbverdünner. Alkalisches Viruzid. Okay. Alles noch voll hier. Da noch die Bezeichnung Clarinpedix. Wofastri, Wofasept. Auch noch alles voll. Komplett voll. Toxic. Desinfektionswaren. Okay. Ja. Weg hier. Kommt hier der Geruch her? Ja, dieses Fass ist, glaube ich, das Toxic. Boah. Ja, und hier geht das Spielchen von vorne los. Ja, also ich glaube, das toppt die 90 nochmal easy. Hier waren sie nur noch eingesperrt, ja. Hier hinten waren Gitterstäbe drin. Das war schlimmer als im Gefängnis. Stell euch mal vor, hier Mitarbeiter links und rechts überall quietschende Nasen. Zum Teil verletzt. Irgendwelchen alternden Geschwüren und sonstigen. Tja, hier verbringt man dann seinen Alltag. Was haben wir denn hier? Stufe 1 bis 5. Geht's Mittwoch nachbesamen. Was? Stimulierlicht. Mit einem Smiley auch noch dabei. Hey, das ist so, was sagt man dazu, heuchlerisch, ne? Ja, geht. Ich habe gerade noch über die Beleuchtung gesprochen. Also wenigstens haben sie überall Fenster da drin, ne? Und dann gibt es noch Licht. Man muss sich das dann, glaube ich, schön reden. Extra stimulierlich zum Besamen. Dann waren hier die Decksäue untergebracht, wie man so schön sagt. In der Etage. Das zweite Obergeschoss. Wenigstens ohne Chemielager. Riecht auch schon mal besser. Ach, dieses Fenster ist es. Das Fenster macht die ganze Zeit das Geknarze hier. Okay. So Leute, willkommen in der Kinderstation. Das hier war dann die Ferkelabteilung. Hier kamen dann die ganzen kleinen Tierchen hin. Spielsteine,
Was das sein soll, weiß ich nicht. Aber guck, die mussten dann ihre Kindertage auch schon auf so verkacktem Plastikboden, sorry für die Wortwahl, verbringen. Während die anderen, die normalen Schweinchen, die glücklichen Schweinchen draußen über die Wiese, über Feldboden rennen. Guckt euch das mal an hier. Das ist doch kein Leben. Guckt euch das mal an, Leute. Hier sind die Dinge aus Holz. Das sieht ja mal... Extra spartanisch. Das sieht so richtig runtergekommen und modrig und... Ich weiß, was das sind. Das sind die Abferkelbuchten. Genau. In der Mitte war die Mama reingefixiert und die Babys an den Seiten. Dass die sich gar nicht bewegen kann in der Mitte. Keine Ferkel platt machen. Die lag quasi mit ihrem Bauch auf diesen Streben drauf. Und vorne der Kopf, da konnte sie fressen. Ey, guckt euch das an, wie viele das sind. Das hört gar nicht mehr auf. Ich erinnere mich an den einen Videoausschnitt, das war doch hier, oder? Wo die das Schwein in die Wand gehauen hat. Die hat das doch hier aus der Bucht rausgenommen und dann da in der Mitte, glaube ich, gegen die Wand gehauen. Ich glaube, das war hier. Ja. Gruselig und eklig und... Ist es auch. Ist es auch. Ja, und so sieht der Mist dann von vorne aus. Rein mit dem Futter. Friss oder stirb. Oder beides. Hier sieht man so eine aufgebrochene Abferkelbucht. Hiermit wurde dann das Ende zugemacht, Schweinchen reingeführt. Hier sieht man den Güllekanal, der auch noch ziemlich gut gefüllt ist. Es stinkt auch wie Sau hier. Guckt euch das mal an, wie viele. Es hört gar nicht mehr auf. Überall Abferkelbuchten. Hunderte. Ihr seid die Nächsten, steht hier. Tja, müsste man sich mal vorstellen, wie es wäre, wenn irgendeine Spezies entscheidet, Mensch ist lecker. Und die kann man doch gerne in Massentierhaltung züchten. Lieber nicht. Naja, und wer hat das nochmal gesagt, dass man die Moral von irgendwas danach bewerten soll, wie sie mit den schützenswertesten und hilflosesten Mitgliedern ihrer Gesellschaft umgehen? Das ist so eine Mischung aus Körnern, ne? Ja. Verschiedene Körnchen. Nee, das sind doch... Entweder sind die vorher gekommen, aber wenn du guckst, das sind kleine Raupen oder so da drin. Diese länglichen Dinger. Mehlwürmer. Ja. Die Frage ist, waren die schon da oder wurden die mit verfüttert? Ich gehe davon aus, dass die mit verfüttert wurden. Die sind nämlich eine super Proteinquelle, günstig und nachbaubar, nachzüchtbar. Kenne ich auch vom Angeln oder von Nagetierfütterung. Zahnräder finde ich ja wieder krass. Was ist hier noch? Oh, ganze Elektrik. Oh, wir haben das Dach erreicht. Endlich frische Luft. Juhu. Here we are. Ja, krasser Place mal wieder. Das war mal wieder eindrucksvoll, wenn auch ein bisschen verstörend bis widerlich. Aber gut, den hatten wir auf jeden Fall auf der Liste. Wir sind hier vorbeigefahren und wollten uns den noch geben. Ja, sicher ein kontroverses Thema. Ne, müssen wir irgendwie mit umgehen lernen in Zukunft. Müssen wir besser machen. Während das einzige deutsche Schweinehochhaus durch den Einsatz der Tierschutzorganisation Deutsche Tierschutzbüro im Jahr 2018 geschlossen wurde, gibt es derzeit in China einen regelrechten Boom solcher Bauten. Auf 26 Etagen werden bis zu 1,5 Millionen Tiere pro Jahr regelrecht produziert. Was dort passiert, hat absolut nichts mehr mit Tierwohl zu tun. Wie es den Tieren geht, interessiert niemanden, sie existieren nur, um geschlachtet zu werden. Auch wenn wir nicht beeinflussen können, was in China passiert, haben wir dennoch einen Einfluss darauf, was in den Supermarktregalen landet. Einfach mal auf das billige Fleisch verzichten und den Bau in der Nähe besuchen, kann schon viel bewirken. Dazu beitragen, dass Fleisch aus eben solchen Bedingungen in Zukunft in Deutschland nicht mehr verkauft wird. Nach einem kurzen Päuschen auf dem Dach verabschieden wir uns nach unten und gehen nochmal den Keller abchecken. Oh, Werkstatt.
Krass. Ja klar, der ganze Kram musste ja auch im Betrieb gehalten und gewartet werden. Zutritt verboten. Wärmelampe. Ja, lauter Werkzeugboxen. Das hier wird doch ganz sicher der Heizungskeller sein, oder? Nee, Zutritt verboten. Okay. Ach krass, das ist der Aufzugsschacht. So, ganz oben hängt da. Der Aufzugsschacht. Kein Plan. Kappe von einem Stift. Weil guck hier, das ist doch von Induktionsnadeln eigentlich. Siehst du ja hier. Oh ja. Hier war ein ganzer Karton damit. Mhm. Da steht doch irgendwas drauf. Sterilium. Sterilium hab. Sterilium ist Desinfektionszeug. Knarks. Sanitärbereiche. Das sieht aber sehr DDR-mäßig aus hier. Schmetter. Noch die hier sind die Stiefel. Gesundheitsprotokoll Hochhaus. Futteranlieferung erfolgt nur Montagmorgens. Geil. Schlachtsauen werden auf einen sauberen LKW geladen. Oh, Schwarzbereich, Weißbereich, okay. Also Hygiene wurde zumindest beachtet. Jeder, der die Anlage betreten will, muss mindestens 24 Stunden schweinefrei sein. Die einzige Ausnahme ist der Geil, ja, der ist schafsfrei. Der Anlage darf keine eigene Kleidung getragen werden. Ja, mega spannend. Mega spannend, dieser Schrieb. Guck mal, hier liegen noch die Schlüpper drin. Schlüpper, Socken. Tatsache. Auf dem Boden liegen noch die Schuhe. Handschuhe, Aber keine Arbeitsschuhe. Klamotten. Ja, Sind aber nicht mehr wiedergekommen. unfassbar. So, damit haben wir auch den Keller abgelichtet mit Werkstatt und Lagerräumen, Umkleiden und ja, dann sind die auch von hier unten wahrscheinlich reingekommen und dann erst ins Haus nach oben. Weißbereich, Schwarzbereich. So, dann gehen wir nochmal raus und gucken uns das letzte Haus an. Oh ja, was rostet schon die Wand an? Ja, es stinkt auch genauso übel wie oben. Es ist einfach nur ein Anbau mit noch mehr Schweinepferchen. Futter. Auch wieder ewig lang. Ja, das gleiche Spiel wie oben. Kein großer Unterschied. Ja, hier auch ein toter Vogel auf dem Fässchen. Ja, dieser Ort lädt nicht zum Gedeihen ein, im Gegenteil. Wenn man hier ins falsche Fässchen hüpft, ins falsche Loch krabbelt oder am falschen Wässerchen nippt, war es das wahrscheinlich direkt. Ja, alles haben wir euch gezeigt. Wir verabschieden uns von dem stinkenden Schweinehochhaus Das zum samt Glück geschlossen Gülle-Silo und ja, Viel kann man dazu echt 1970 nicht mehr bis sagen. 2018. Schande. Wir hoffen, es hat euch gefallen, sofern einem sowas gefallen kann. Lasst uns ein Like da, ein Abo. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.